In einer vergessenen Ecke Nordeuropas, wo das Schweigen der eisigen Gewässer uralte Geheimnisse flüstert und die Winde Echos eines Landes tragen, das von Mut und Zeit geformt wurde, existiert ein Reich ungezähmter Schönheit. Dänemark, ein Reich der Wunder, ein Ort, an dem die Natur mit der Geschichte tanzt, wo Fjorde die Erde durchschneiden wie Narben von Riesen und Inseln aus dem Meer auftauchen wie verlorene Juwelen eines uralten Märchens. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Zeit sich zu beugen scheint, schwebend zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Berge, geformt von göttlicher Hand, die sich gegen den Himmel erheben. Wellen, die wild tanzen, in einem ewigen Ballett mit der Küste. Ein Land, in dem die Natur uralte Geheimnisse flüstert und der Mensch demütig gelernt hat zuzuhören. Machen Sie sich bereit, denn Dänemark ist dabei, seine Wunder zu enthüllen, eines nach dem anderen, auf einer Reise, die Ihre Seele erwecken wird. In dieser Dokumentation tauchen wir ein in 10 Wunder, die die Seele dieser einzigartigen Nation offenbaren, von den weißen Klippen, die den Himmel herausfordern, bis zu den Schlössern, die Legenden von Königen und Kriegern bewahren. Ein Vermächtnis, gemeißelt mit der Präzision des Schöpfers und dem Atem der Ewigkeit. Dies ist nicht nur eine Reise, es ist eine sinnliche Odyssee. Dänemark ist mehr als ein Land. Es sind 406 Inseln, verbunden durch stille Gewässer. Ein Ort, an dem die Vergangenheit in jeder Welle flüstert und die Schönheit der Natur sie einlädt, innezuhalten, zu schauen, zu fühlen. Von der Stille der weißen Klippen bis zum Tosen der Wellen der Nordsee, jeder Winkel dieses Landes birgt eine Geschichte, eine Kuriosität, ein Geheimnis. Haben Sie sich jemals gefragt, was einen Ort so einzigartig, so magnetisch macht? Vor über 1000 Jahren segelten die Wikinger durch diese Gewässer, formten eine Nation, die heute Tradition und Moderne mit einer fast himmlischen Anmut vereint. Dänemark ist ein Zeugnis göttlicher Kreativität, eine Bühne, auf der Natur und Mensch etwas Erhabenes geschaffen haben. Und Sie? Sind Sie bereit, dieses Land zu durchschreiten? Wir nehmen Sie mit zu 10 Zielen, die dieses nordische Reich definieren, jedes beeindruckender als das andere. Von abgelegenen Inseln bis zu pulsierenden Städten machen Sie sich bereit, sich in Landschaften zu verlieren, die die Vorstellungskraft herauszufordern scheinen. Bevor wir fortfahren, prüfen Sie, ob Sie den Kanal bereits abonniert haben, denn diese Reise beginnt gerade erst und Sie wollen sicher nicht verpassen, was als nächstes kommt. Aber warten Sie, es gibt etwas, das Sie wissen sollten, bevor wir tief eintauchen. Unser erstes Ziel ist ein Ort, an dem der Himmel selbst die Erde zu berühren scheint, wo Klippen sich erheben wie Wächter einer vergessenen Welt. Was wohl die Färöerinseln in ihren Nebeln verbergen? Bleiben Sie bei uns, denn die Antwort ist nur einen Schritt entfernt und sie wird Ihnen den Atem rauben. Färöerinseln, das Reich der Klippen und der wilden Geheimnisse. Im äußersten Norden des Atlantiks, wo der Wind schneidet wie Klingen aus einer alten Erzählung, erhebt sich ein Archipel, verloren in der Zeit, die Färöerinseln, ein Heiligtum roher Schönheit, gemeißelt durch die Wut und die Geduld des Schöpfers. Es sind 18 vulkanische Inseln, aus dem Meer aufgestiegen wie Wächter eines vergessenen Reiches, Berge, die sich zum Himmel strecken, bedeckt von einem grünen Mantel, ein Grün so lebendig, dass es mit der Seele der Erde selbst zu pulsieren scheint.
Hier ist die Stille eine Hymne, nur unterbrochen vom Tosen der Wellen und den Schreien der Seevögel. Tausende von ihnen nisten an Klippen, die senkrecht in die eisigen Gewässer des Ozeans stürzen. Haben Sie sich jemals einen Ort vorgestellt, an dem die Natur absolut herrscht, wo der Mensch nur ein Besucher ist, demütig angesichts solcher Größe? Die Färöerinseln sind dieser Ort, ein unberührtes Refugium, ein vom Meer gehütetes Geheimnis. Gelegen zwischen Island und Norwegen gehören sie zu Dänemark. Doch mit einer eigenen Identität beherbergen diese Inseln nur 54.000 Seelen. Ein Volk, das in Harmonie lebt mit der unbezähmbaren Kraft, die es umgibt. Die Hauptstadt, Tórshavn, ist ein Tor zu dieser Welt. Bunte Häuser, verteilt wie Pinselstriche eines Künstlers, entlang eines Hafens, wo die Wikinger-Vergangenheit noch immer flüstert, in den Steinen und im Wind. Doch erst jenseits der Stadt offenbart sich die wahre Magie. Klippen wie die von Vestmanna, die sich über 600 Meter erheben, ein natürlicher Koloss, gemeißelt über Jahrtausende durch den göttlichen Atem der Zeit. Denken Sie darüber nach. Felsen, die der Schwerkraft trotzen, Meeresgrotten versteckt am Fuß dieser Mauern. Ein Labyrinth aus Schatten und Echos, wo das Meer sein ewiges Lied singt. Und die Vögel, die Papageientaucher mit ihren bunten Schnäbeln und die 3 Zehenmöwen, Herrscher der Lüfte, mehr als 300 Arten, machen diese Inseln zu einem geflügelten Paradies, ein Spektakel, das die Augen fesselt. Haben Sie schon von Beinisfjord gehört? Eine kolossale Klippe, 470 Meter hoch, ein Riese, der dem Atlantik trotzt, ohne je zurückzuweichen, ein Zeugnis der rohen Kraft, die dieses Archipel geformt hat. Und was ist mit Mykines, die westlichste Insel, ein Heiligtum der Einsamkeit, wo der einsame Leuchtturm thront? Am Ende der Welt führt er die Seeleute, wie ein Wächter uralter Geheimnisse. Hier ist das Wetter ein Dirigent, Stürme, die das Land fegen, Nebel, der die Berge einhüllt, ein Schleier des Mysteriums, der jeden Anblick zu einem seltenen und flüchtigen Geschenk macht. Und die Wasserfälle. Múlafossur, einer von ihnen, stürzt von einer Klippe direkt ins Meer. Ein silberner Wasserfall, der die Gesetze der Erde zu trotzen scheint. Ein Hauch von Leben mitten im Chaos. Stellen Sie sich den Klang dieses Wassers vor, frei fallend, den Ozean treffend. Eine wilde Sinfonie, die in den Felsen widerhallt und das Herz stocken lässt angesichts solcher Vollkommenheit. Wussten Sie, dass auf den Färöerinseln Schafe die Menschen übertreffen? Mehr als 70.000 von ihnen grasen frei, ein Symbol der Einfachheit in einer atemberaubenden Kulisse. Und diese Schafe mit ihren Wollmänteln, gewebt vom Wind und vom Regen, sind mehr als nur eine Zahl. Sie sind Teil der färöischen Seele, eine Verbindung zum Land,
das dieses Volk ernährt. Die lokale Kultur ist ein Echo der Vergangenheit. Färöische Sprache, Lieder, die von Meeren und Bergen erzählen. Ein Volk, das in seinen Adern trägt, die Widerstandskraft derer, die leben am Rand der wilden Natur. Und die Gastronomie, frischer Fisch, im Wind getrocknet, Lammfleisch, Aromen, die die Geschichte erzählen, eines Landes, das überlebt mit dem, was Meer und Berge bieten. Probieren Sie das Skerpikjöt, an der frischen Luft gereiftes Lamm. Ein intensiver Geschmack, ein Geschenk der Tradition, das Generationen verbindet mit jedem Bissen. Blicken Sie in den Himmel, an klaren Nächten tanzt das Nordlicht, ein lebendiges Kunstwerk. Ein Schleier aus Licht, gemalt vom Schöpfer, über diesem abgelegenen Winkel ein Geschenk für jene, die es wagen, hierher zu kommen. Und in den Dörfern, Häuser mit Grasdächern, bedeckt mit Kräutern, scheinen aus der Erde zu wachsen. Ein lebendiges Zeugnis, wie der Mensch sich beugt, dem Willen der Natur. Denken Sie an die Legenden von Riesen, die diese Inseln formten, und Trollen, die in den Schatten hausen, Geschichten, die im Wind geflüstert werden, die den Felsen Leben einhauchen und jene verzaubern, die sie hören. Und das Meer, immer das Meer, ein wilder Wächter, der diese Länder umgibt. Seine Wellen erzählen Geheimnisse von Schiffswracks und Helden, verloren im Nebel der Zeit. Haben Sie das schon einmal gefühlt? Das Gefühl, am Rand zu stehen, wo die bekannte Welt endet und etwas Größeres beginnt. Ein Ruf, der in den Tiefen der Seele widerhallt. Die Färöerinseln sind nicht nur ein Reiseziel, sie sind ein Geisteszustand, ein Ort, an dem sich die Zeit beugt, sich den Klippen, den Winden und dem göttlichen Willen formt. Und während Sie nachdenken über die Großartigkeit dieses Archipels, eine Einladung, hinterlassen Sie ein Like, wenn dieser Ort Ihre Seele berührt hat, denn es kommt noch viel mehr. Aber jetzt stellen Sie sich vor, den Tosen des Meeres gegen das Pulsieren einer Stadt zu tauschen, wo Geschichte und Zukunft sich begegnen, was wohl Kopenhagen, das Juwel Dänemarks, uns zu enthüllen hat. Kopenhagen, das Juwel, wo Vergangenheit und Zukunft sich umarmen. Willkommen in Kopenhagen, dem pulsierenden Herzen Dänemarks, eine Stadt, die Geschichte atmet, aber im Rhythmus der Moderne tanzt, wo jede Straße, jeder Kanal eine Saga von Jahrhunderten erzählt. Schauen Sie sich um, der Nyhavnhafen mit seinen bunten Fassaden spiegelt sich im ruhigen Wasser wider. Eine Postkarte, die einst Heimat von Seeleuten war und heute die Welt verzaubert. Wussten Sie, dass Kopenhagen als Fischerdorf im 10. Jahrhundert entstand? Ein bescheidener Anfang, der sich zur Hauptstadt eines Reiches voller Wikingerruhm entwickelte.
Und das Schloss Rosenborg, ein Schatz im Herzen der Stadt, bewahrt die Kronjuwelen, Reliquien von Königen und Königinnen, die mit fester Hand regierten unter dem Blick des Schöpfers. Spazieren Sie durch die Gärten, wo der Duft der Blumen sich mit dem Echo der Vergangenheit vermischt, eine Pause in der Zeit, wo das Grün die Geschichte umarmt und die Seele Ruhe findet. Aber Kopenhagen lebt nicht nur von Erinnerungen, es ist die grünste Stadt der Welt. Fahrräder überqueren Brücken, Solarmodule glänzen in der Sonne, eine nachhaltige Zukunft, geboren aus der Vision von heute. Der runde Torn, erhebt sich wie ein Leuchtturm des Wissens. Er baut im 17. Jahrhundert, um die Sterne zu beobachten, eine Hommage an die menschliche Neugier unter dem Himmel, den der Schöpfer entworfen hat. Steigen Sie seine 209 Meter hinauf, eine spiralförmige Rampe ohne Stufen, und von oben offenbart sich Kopenhagen, ein Mosaik aus Dächern und das Meer in der Ferne. Und die kleine Meerjungfrau, sitzend am Hafenrand, eine bescheidene Statue, inspiriert von Hans Christian Andersen, blickt zum Horizont, als Symbol für Träume, die Generationen überdauern. Haben Sie schon von Tivoli gehört? Ein Vergnügungspark, geöffnet seit 1843. Lichter, die in der Nacht glänzen, Lachen, das Widerhallt, ein Tor zur Freude im Herzen der Stadt. Und was ist mit der Gastronomie? Kopenhagen ist ein Festmahl, vom Smørrebrød, offenes Brot mit Aromen des Meeres, bis hin zu Michelin-Sterngerichten. Eine Küche, die das Land feiert und die umliegenden Gewässer. Spazieren Sie durch die Ströge. Eine der längsten Fußgängerzonen Europas, Geschäfte, Künstler, ein Puls des Lebens, wo die kommerzielle Vergangenheit auf die lebendige Gegenwart trifft. Und die Kanäle durchziehen die Stadt wie Adern, Boote gleiten, ein aquatischer Tanz, der an die Tage erinnert, als das Meer der Weg eines seefahrenden Volkes war. Schauen Sie nach Christiansborg, den Palast, der das Parlament beherbergt, eine Festung der Macht, aber auch der Schönheit, mit goldenen Sälen, die die Größe einer Nation widerspiegeln. Und die Marmorkirche mit ihrer imposanten Kuppel, ein Geschenk des Schöpfers, gemeißelt in Stein, erhebt sich zum Himmel wie eine ewige Hymne an Glauben und Kunst. Denken Sie an den Klang der Glocken, der durch die Straßen hallt. Ein Ruf, der Jahrhunderte überwindet, das Volk vereint in einem Moment der Stille und Ehrfurcht. Und Amalienborg, die königliche Residenz, 4 symmetrische Paläste, bewacht von Wächtern,
in märchenhaften Uniformen, ein tägliches Spektakel lebendiger Traditionen. Haben Sie das schon einmal gefühlt? Das perfekte Gleichgewicht zwischen alt und neu. Kopenhagen ist ein Spiegel, der die Vergangenheit reflektiert und die Zukunft projiziert. Und in den Winternächten tanzen die Lichter der Stadt über dem Schnee, ein Schauspiel menschlicher Wärme, mitten in der Kälte, eine Einladung zum Träumen. Blicken Sie auf den Öresund, die Brücke, die Dänemark und Schweden verbindet. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das das Meer durchschneidet, Nationen verbindet und Horizonte erweitert. Und das Viertel Christiania, eine Oase der Freiheit, Farben, Kunst, eine eigene Welt, wo Regeln sich beugen und Kreativität erblüht. Denken Sie daran, eine Stadt, die pulsiert, mit der Energie von 1000 Jahren, aber mit Blick auf das Morgen, mit Augen voller Hoffnung und Händen, die bauen. Und während Sie gehen durch diese Straßen lebendiger Geschichte, wie wäre es mit einem Kommentar, was Sie hier am meisten verzaubert hat? Kopenhagen verdient es, geteilt zu werden. Aber warten Sie, die Reise ist noch nicht zu Ende. Stellen Sie sich vor, den Puls der Stadt gegen weiße Klippen einzutauschen, die das Meer herausfordern, was wohl Möns Klint auf der Insel Mön in seinen Abgründen verbirgt? Lassen Sie es uns gemeinsam entdecken. Möns Klint, Insel Mön, die weißen Abgründe Dänemarks. An der Ostküste Dänemarks erhebt sich die Insel Mön, ein friedliches Stück Land, doch verborgen in ihrem Herzen Möns Klint, weiße Klippen, die das Meer herausfordern, ein Koloss aus Kreide und Geheimnis. Stellen Sie sich vor, 300 Meter hohe Klippen, die sich wie Mauern erheben, weiß wie Schnee, gemeißelt vom Schöpfer, über Millionen von Jahren ein Zeugnis tiefer Zeit. Steigen Sie die 496 Stufen hinab bis zum Fuß, wo das Meer auf die Kreide trifft, Wellen, die den Stein lecken, Stücke der Geschichte mitnehmen in die Tiefen der Ostsee. Wussten Sie, dass diese Klippen aus fossilen Überresten von Meerestieren bestehen? Ein Friedhof vergangener Zeitalter, wo jede Schicht eine Saga erzählt von einer versunkenen Welt. Spazieren Sie am Strand entlang und finden Sie Bernsteinsteine, goldene Juwelen eingefangen in der Kreide, wie Tränen der Vergangenheit, gefangen im Sonnenlicht.
Blicken Sie nach oben, Bäume hängen am Rand, freiliegende Wurzeln, ein fragiles Gleichgewicht zwischen Erde und Abgrund, ein Schauspiel des Widerstands gegen Wind und Meer. Und die Stille hier ist beinahe heilig, nur unterbrochen vom Klang der Wellen und dem fernen Ruf der Vögel, ein Zufluchtsort, wo die Seele Frieden in der Weite findet. Oben auf der Klippe enthüllt das Geocenter die Geheimnisse dieser Felsen, ein Tor zur Vergangenheit, mit Fossilien von 70 Millionen Jahren, Beweis für den langsamen Tanz zwischen Land und Meer. Haben Sie das schon einmal gespürt? Das Gefühl, die Ewigkeit zu berühren, zu stehen, wo sich die Zeit gebogen hat und die Natur schrieb einen Brief in weißem Stein? Und in den Wäldern der Insel alte Eichen und Felder seltener Orchideen, ein sanfter Kontrast zur rohen Kraft der fernen Klippen. Die Nacht bricht herein und die Klippen leuchten im Licht des Mondes, ein natürlicher Leuchtturm, der die Augen führt und die Fantasie weckt. Denken Sie daran, ein Ort, an dem die Erde spricht, nicht in Worten, sondern in Kreideschichten und Meeresflüstern, eine endlose Geschichte. Und während Sie über die Abgründe von Mönchsklint nachdenken, prüfen Sie, ob Sie den Kanal bereits abonniert haben, denn diese Reise hat noch viel zu enthüllen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, diese Klippen gegen eine Stadt voller Kultur und Innovation einzutauschen, was wohl Aarhus, der nächste Schatz Dänemarks, in seinen Straßen verbirgt. Aarhus, die Wiege von Kultur und Innovation. Willkommen in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, ein Schmelztiegel der Geschichte, wo die Vergangenheit in den Steinen flüstert und die Zukunft leuchtet in den Köpfen eines kreativen Volkes. Blicken Sie zum Horizont. Die Kathedrale von Aarhus mit ihrem 93 Meter hohen Turm, ein gotischer Leuchtturm, erbaut im 13. Jahrhundert, eine Hymne in Stein an die Genialität des Schöpfers. Spazieren Sie durch das lateinische Viertel, enge Gassen, Fachwerkhäuser, ein Echo mittelalterlicher Zeiten, wo jede Ecke ein Stück Wikingerseele bewahrt. Und das Aros, das Kunstmuseum. Ein modernes Juwel, gekrönt von einem Panoramaregenbogen, wo Sie zwischen Farben wandeln und die Welt in neuem Licht sehen. Wussten Sie, dass Aarhus die europäische Kulturhauptstadt ist? Ein verdienter Titel mit Festivals, die die Straßen füllen, und Museen, die Geschichten erzählen von einem unruhigen Volk. Spazieren Sie durch den Gamle By, ein Freilichtmuseum,
nachgebildete Dörfer vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, wo die Zeit stehen geblieben ist und die Vergangenheit lebendig wird. Und der Hafen, eine Sinfonie aus Segeln und Stahl, Schiffe, die das Meer kreuzen und futuristische Gebäude wie der Eisberg, die den Wagemut einer Stadt in Bewegung widerspiegeln. Riechen Sie das Meer, vermengt mit dem Duft von frischem Brot. Lokale Märkte bieten Aromen aus Jütland. Ein einfaches Festmahl, das die Seele wärmt. Und der botanische Garten, eine grüne Oase, Heimat seltener Pflanzen und einer tropischen Kuppel, wo die Wärme des Südens auf die Kälte des Nordens trifft. Haben Sie sich jemals vorgestellt, eine Stadt zu erleben, die Tradition und Innovation ausbalanciert? Aarhus ist genau das, eine Bühne, auf der das Gestern das Morgen inspiriert. Und in den Sommernächten durchschneidet der Fluss Aarhus die Stadt. Lichter tanzen auf dem Wasser, ein stilles Schauspiel, das zur Reflexion einlädt. Denken Sie daran, ein Ort, an dem Kultur pulsiert, nicht nur in Galerien, sondern auf den Straßen, in den Lächeln und in der Energie der Menschen, die hier leben. Und während Sie eintauchen in diese lebendige Seele von Aarhus, hinterlassen Sie ein Like, wenn dieser Ort Sie bereits erobert hat, denn die Reise geht weiter. Aber jetzt stellen Sie sich vor, diese urbane Energie gegen einen Ort einzutauschen, an dem sich zwei Meere treffen. Was wohl Skagen im äußersten Norden uns zu lehren hat. Skagen, wo zwei Meere sich treffen. Im äußersten Norden Dänemarks erhebt sich Skagen, ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint und die Nordsee und die Ostsee sich in einer ewigen Umarmung begegnen, ein Schauspiel von Kraft und Schönheit. Stellen Sie sich das vor, Grenen, die Spitze der Halbinsel, wo Sie den Sand betreten und die Wasser sich gegenüberstehen, ein Duell der Wellen unter dem Blick des Schöpfers. Hier ist der Himmel weit, gemalt in Farben, die sich ändern, mit der Laune des Windes, ein endloser Horizont, der die Augen einlädt, sich in der Unendlichkeit zu verlieren. Wussten Sie, dass Skagen die Heimat des goldenen Lichts ist? Künstler des 19. Jahrhunderts kamen, um diesen Glanz einzufangen, ein einzigartiger Farbton, der die Dünen und das Meer badet. Spazieren Sie durch die Stadt, gelbe Häuser mit roten Dächern, ein Fischerdorf, das die Einfachheit bewahrt und die Seele eines Meeresvolkes.
Und die versunkene Kirche, von Dünen begraben, nur ihr Turm ragt heraus, wie ein Schrei aus der Vergangenheit gegen die Kraft der Natur, die sich ihren Raum zurückholt. Fühlen Sie den Wind, beladen mit Salz und Geschichte, ein Hauch, der diese wilden Ländereien formte und Skagen seinen ungezähmten Charakter verlieh. Und der Hafen voller bunter Boote, ein Puls des Lebens, wo der Geruch von frischem Fisch sich mit dem Klang der Möwen vermischt, eine Hymne an die Arbeit des Meeres. Haben Sie schon gehört vom Leuchtturm von Skagen? Ein grauer Wächter, erbaut im Jahr 1858, leitet die Seeleute im gefährlichen Tanz der Gewässer. Und an den Stränden singen die Dünen. Vom Wind bewegt flüstern sie Geheimnisse aus einer Zeit, in der das Meer König und Herr war. Blicken Sie zum Himmel bei Sonnenuntergang. Gold- und Feuertöne malen den Horizont, ein flüchtiges Geschenk, das Skagen jenen bietet, die es betrachten. Denken Sie daran, ein Ort, wo die Natur ihre eigene Geschichte schreibt, in jeder Welle, in jedem Sandkorn. Ein lebendiges Zeugnis. Und während Sie nachdenken über die Magie von Skagen, wie wäre es mit einem Kommentar, was Sie hier am meisten berührt hat? Dieser Ort verdient es zu erklingen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, das Zusammentreffen der Meere gegen wandernde Dünen einzutauschen, die wie Geister ziehen, was wohl Råbjerg Mile in der Weite Dänemarks uns zu zeigen hat. Råbjerg Mile, die wandernden Dünen Dänemarks. Auf der Halbinsel Jütland erhebt sich Råbjerg Mile, eine lebendige Wüste, Dünen, die mit dem Wind tanzen, ein Meer aus Sand im grünen Herzen Dänemarks. Ein Phänomen des Windes, 40 Meter hoch, Dünen, die sich bewegen, bis zu 18 Meter pro Jahr, ein nomadisches Schauspiel, gemeißelt durch den Atem des Schöpfers. Spazieren Sie durch diesen goldenen Ozean, wo die Stille herrscht, nur unterbrochen vom Flüstern des Sandes, eine subtile Sinfonie, die in der Weite widerhallt. Wussten Sie, dass Råbjerg Mile die größte Wanderdüne in Nordeuropa ist?
Ein unruhiger Riese, der Wälder verschlingt und das Land neu definiert. Blicken Sie um sich. Der Himmel berührt den Horizont. Eine Leere, die hypnotisiert, wo der Wind Muster zeichnet und der Sand sinkt unter nackten Füßen. Und die Vergangenheit hier liegt begraben. Bauernhöfe und Dörfer, im Laufe der Jahrhunderte verschüttet. Eine Erinnerung an die Kraft, die die Natur befiehlt. Spüren Sie den Sand unter Ihren Füßen, fein wie Staub, geformt von der Nordsee, getragen vom Wind, ein ewiger Kreislauf, der die Zeit herausfordert. Haben Sie sich jemals vorgestellt, einen Ort zu erleben, wo die Erde lebt? Råpjak Mile ist genau das, ein Organismus aus Sand, der atmet und sich endlos bewegt. Und an den Rändern kämpfen Kiefern ums Überleben, grüne Wächter gegen das goldene Vorrücken, ein Kontrast, der bezaubert und zum Nachdenken anregt. Das Licht hier ändert sich mit dem Tag, vom Gold des Morgens zum Silber des Abends, eine natürliche Bühne mit göttlicher Laune gemalt. Denken Sie daran, eine Wüste, die nicht stillsteht, eine Kraft, die voranschreitet ohne Eile, aber mit Bestimmtheit, ein Zeugnis der Geduld der Erde. Und während Sie nachdenken über diese wandernden Dünen, hinterlassen Sie ein Like, wenn dieser Ort Sie bereits verzaubert hat, denn Dänemark birgt noch mehr. Aber jetzt stellen Sie sich vor, den Treibsand gegen eine ungezähmte Küste einzutauschen. Lassen Sie uns gemeinsam entdecken, was wohl die dänische Küste mit ihren wilden Wellen uns zu bieten hat. Die dänische Küste, der wilde Tanz der Wellen. Lassen Sie Ihren Blick über die dänische Küste schweifen, mehr als 7000 Kilometer unbezähmte Küstenlinie, wo die Nordsee brüllt und das Land standhält in einem ewigen Duell. Stellen Sie sich das vor, Strände, die sich ins Unendliche erstrecken, vom Wind geformte Dünen und Wellen, die mit Wut schlagen, eine lebendige Bühne vom Schöpfer gemalt. Hier ist das Meer der König. Seine eisigen Wasser tragen Geschichten von Wikingern und Geheimnisse von Schiffswracks, verloren in den Tiefen unter einem unruhigen Himmel. Haben Sie schon von Løkken gehört? Ein Dorf an der Westküste, wo Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Sand auftauchen,
wie Geister einer düsteren Zeit. Spazieren Sie durch die Dünen von Wiede-Sande. Ein Refugium der Stille, wo der Wind flüstert und das Meer Linien in den weißen Sand zeichnet. Und der Leuchtturm von Rupia-Knude, verschlungen vom Sand, ein Turm, der kämpft gegen das Vorrücken der Dünen, ein Symbol des Widerstands im Tanz der Zeit. Spüren Sie das Salz in der Luft, den Geruch des Ozeans, vermengt mit dem Ruf der Möwen, eine wilde Hymne, die entlang der Küste widerhallt und die Sinne weckt. Wussten Sie, dass hier das Meer das Land formt? Inseln entstehen und verschwinden, Dünen wandern, ein Schöpfungskreislauf, der niemals ruht. Und an den Stränden von Klittmöller, bekannt als Cold Hawaii, stellen sich Surfer den Wellen. Ein menschlicher Tanz mit der rohen Kraft der Nordsee. Blicken Sie zum Horizont, wo die Sonne ins Meer taucht, den Himmel in Feuerfarben malt, ein täglicher Abschied, der die Seele in Stille zurücklässt. Die dänische Küste, sie lebt wahrhaftig, atmet mit den Gezeiten und singt mit dem Wind. Ein Zeugnis der Kraft, die der Schöpfer dem Meer gegeben hat. Und während Sie nachdenken über diese ungezähmte Küste, prüfen Sie, ob Sie den Kanal bereits abonniert haben, denn diese Reise hat noch viel zu zeigen. Aber jetzt führt Sie unser nächstes Ziel von diesen wilden Wellen zu einem alten Dorf und einem Meer aus Schlamm. Was wohl Ribe und der Nationalpark Wattenmeer uns zu erzählen haben. Ribe und der Nationalpark Wattenmeer, Geschichte im Schlamm. Willkommen in Ribe, der ältesten Stadt Dänemarks. Gegründet im 8. Jahrhundert, wo die Vergangenheit atmet in den Kopfsteinpflasterstraßen und im Flüstern des Flusses. Blicken Sie auf die Kathedrale von Ribe, eine Festung aus Ziegelsteinen, vor 900 Jahren erbaut. Ihr Turm wacht über die Zeit, ein Wahrzeichen des Schöpfers, über dem Land der Wikinger. Spazieren Sie durch das Zentrum, schiefe Fachwerkhäuser, ein eingefrorenes Dorf, wo das Echo von Händlern noch in den Schatten tanzt.
Wussten Sie, dass Ribe ein Wikingerhafen war? Ein Umschlagplatz für Reichtümer, wo das Meer die Welt brachte und Geschichten in ferne Länder trug. Und gleich daneben der Nationalpark Wattenmeer, ein Meer aus Schlamm, das sich bei Ebbe offenbart, eine feuchte Wüste, voll verborgenen Lebens. Stellen Sie sich das vor, tausende Zugvögel, Austernfischer und Strandläufer malen den Himmel, ein geflügeltes Ballett über dem Spiegel des Schlamms. Spüren Sie den Boden unter den Füßen, Schlamm, der Fossilien bewahrt und Geheimnisse vergangener Epochen, ein lebendiger Teppich, wo Meer und Land sich schweigend begegnen. Haben Sie schon einmal vom Schwarzen Meer gehört? Hier zieht sich das Wasser zurück und hinterlässt einen Pfad, auf dem Sie wandern können, wo der Ozean für einen Moment schlief. Und die Inseln Mandö und Fanö, Zufluchtsorte im Schlamm, wo der Wind singt und die Einfachheit zwischen Dünen und Häusern herrscht. Stellen Sie sich vor, dies ist der wahre Ort, wo Geschichte sich mit der Natur vermischt. Ribe bewahrt die Vergangenheit und das Wattenmeer enthüllt den Tanz der Gezeiten. Und während Sie nachdenken über dieses Land aus Schlamm und Stein, hinterlassen Sie ein Like, wenn dieser Ort Sie verzaubert hat, denn die Reise geht weiter. Aber jetzt stellen Sie sich vor, diese feuchte Geschichte gegen eine Halbinsel voller Weite einzutauschen. Was wohl Jütland mit seinen wilden Geheimnissen uns zu bieten hat. Jütland, die wilde Seele Dänemarks. Willkommen in Jütland, der Halbinsel, die das Herz des kontinentalen Dänemarks ist. Ein weites Land, wo Wälder, Dünen und Meere von der Hand des Schöpfers gewebt wurden. Stellen Sie sich vor, der Nationalpark Tümötjil, Dünen, die im Wind singen und Wälder, die Geheimnisse bewahren, ein wildes Refugium an der Westküste. Spazieren Sie durch Silkeborg, Seen, die den Himmel spiegeln, und grüne, sanfte Hügel, eine ruhige Oase, wo die Natur atmet, in jedem Blatt und jeder Welle. Wussten Sie, dass Jütland den ältesten Punkt Dänemarks beherbergt? Das Grab von Egtved aus dem Jahr 1370 vor Christus, ein Echo der Bronzezeit. Und die Nordsee schlägt gegen die Küste, Wellen, die Klippen formen und Strände, wo der Wind Geschichten trägt von einem widerstandsfähigen Volk.
Blicken Sie auf Aalborg, eine pulsierende Stadt mit ihrem Hafen und ihrer Kathedrale, ein Schnittpunkt von Vergangenheit und Moderne entlang des Limfjords. Und das Inland, goldene Felder, Bauernhöfe, die das Land ernähren, und Mühlen, die sich drehen wie Wächter der Zeit, in stiller Gelassenheit. Haben Sie das schon einmal gespürt? Die Kraft eines Landes, das zwischen Meer und Himmel pulsiert. Jütland ist ein Mosaik aus roher Schönheit und lebendiger Erinnerung. Und der Sonnenuntergang hier färbt den Horizont in Feuer über Dünen und Wäldern, ein täglicher Abschied, der die Seele wärmt und das Herz zum Schweigen bringt. Eine Halbinsel, die das Wesen Dänemarks bewahrt, wild und gelassen. Ein Geschenk des Schöpfers für alle, die es wagen zu erkunden. Und während Sie nachdenken über die Weite Jütlands, prüfen Sie, ob Sie den Kanal bereits abonniert haben. Denn dieses Abenteuer hat noch viel zu enthüllen. Jetzt ist der Moment gekommen, diese Wildnis gegen eine Insel voller Burgen und Geschichte einzutauschen. Was wohl die Insel Seeland mit ihren Schätzen uns zu bieten hat. Insel Seeland, das historische Herz Dänemarks. Willkommen auf der Insel Seeland, die Wiege Dänemarks, die größte und bevölkerungsreichste Insel des Landes. Hier leben mehr als 45% der Gesamtbevölkerung mit Schlössern und Wäldern, gewebt von der Hand des Schöpfers. Hier erhebt sich Schloss Kronborg in Helsingør, UNESCO-Weltkulturerbe, Schauplatz vieler Aufführungen von Hamlet, der berühmten Tragödie von William Shakespeare. Eine wahre Festung am Meer, die Jahrhunderte des Ruhms bewahrt. Spazieren Sie durch Roskilde, die ehemalige Wikingerhauptstadt. Ihre Kathedrale beherbergt Könige, ein Steingrab, wo die Vergangenheit ruht unter dem Gewicht der Geschichte. Wussten Sie, dass hier das Wikinger-Schiffsmuseum 1000 Jahre alte Schiffe bewahrt? Aus den Fjorden geborgene Schiffe, Reliquien, die ein Echo hinterlassen, von Seefahrern, die Meere durchquerten. Und Schloss Frederiksborg in Hillerød, ein Palast auf Seen mit Türmen, die den Himmel berühren, ein Spiegelbild königlicher Pracht in stillen Gewässern.
Blicken Sie auf die Wälder von Gribskov, uralte Eichen und Pfade, die flüstern, ein grünes Heiligtum, wo die Natur herrscht. Spüren Sie den Wind in Tisvilde, feinsandige Strände und die Ostsee, die die Küste umspült. Ein wahrer Hauch von Freiheit am Rand der Insel. Haben Sie sich je vorgestellt, ein Land zu erleben, das das Gewicht der Geschichte und die Leichtigkeit der Natur vereint? Die Insel Seeland ist genau das, ein wahres göttliches Gleichgewicht. Und in den Dörfern, Häuser mit roten Dächern, Felder, die sich bis zum Horizont erstrecken, eine Einladung zur Ruhe, wo die Zeit langsamer wird und die Seele atmet. Denken Sie daran, eine Insel, die das Wesen Dänemarks trägt, von Schlössern bis zu Wäldern, ein lebendiges Erbe, gemeißelt vom Schöpfer. Und während Sie nachdenken über die Schätze Seelands, hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie hier am meisten berührt hat. Weit mehr als ein Reiseziel ist Dänemark eine Einladung, die Welt auf eine einzigartige Weise zu sehen. Wo Klippen den Himmel herausfordern, Städte von Geschichte pulsieren und die Natur die wahre Größe der Schöpfung offenbart. Jedes Schloss, jede Düne und jede Welle erzählt eine Geschichte von Gleichgewicht, Kreativität und Verbindung zum Göttlichen. Wenn Dänemark Sie bereits verzaubert hat, stellen Sie sich vor, was als nächstes kommt. Schneebedeckte Gipfel, die Geheimnisse flüstern, und Seen, die ewige Mysterien verbergen, das ist die Schweiz, direkt hier auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie jetzt, um die 10 verborgenen Wunder der Schweiz zu entdecken, und enthüllen Sie die bestgehüteten Geheimnisse Europas. Bleiben Sie bei uns und entdecken Sie das Außergewöhnliche auf der ganzen Welt. Eine herzliche Umarmung und bis zur nächsten Reise.